Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play the Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Wir sind immer noch dabei, einen Mordfall aufzuklären. Und zwar den Mordfall Murder on the Eridanos. Du weißt Bescheid, ne? Gut. Also zum Schluss sind wir hier in unserem, ich spiele jetzt zum ersten Mal mit den, ich glaube nicht, ne? Mit den Festhaltetasten, den neuen. Interessiert euch wahrscheinlich auch jetzt nicht großartig. Wir sind hier in unserem Hotelzimmer zuletzt gewesen, haben uns das mal angeguckt. Gehen jetzt mal aufs Tagebuch. Mit denen können wir auch, dann gehen wir den erstmal Level ab, ne? Unseren Begleitern. Vorteilspunkt. Ja. Wenn mein Leben. Ja, das ist doch gut. Felix. Den nehmen wir aber auch mit jetzt. Das ist unser Watson. Wurfball haben wir eigentlich selten. Wir haben nicht so viele negative Rufe bei anderen Fraktionen. Ja, das ist doch okay. Wir haben noch ein paar mehr. Nyoka. Nyoka. Aha, wenn Nyoka in der Gruppe ist, hältst du eine Erfahrung durch Entdeckung neuer Orte. Ui. 100%. Die kann man machen. Parvati, meine über alles geliebte Parvati. Okay, das ist gut. Ja, das auf jeden Fall. Und Sam, auf den... Naja, jetzt haben wir den Vikar rausgeschmissen. Ist ja das gleiche. Ach so, okay. Das könnte auch sinnvoll sein, ne? So. Noch irgendwas bei uns beachten? Nein, wir sind unterwegs, wie so ein echter, ne? Echter Banger. Dann würde ich sagen, gucken wir ins Tagebuch. Ich dachte kurz, weil es rot ist, wir hätten ihn verkackt, aber das ist einfach nur DLC. So. Sprich im Planet Pentos. So, der Administrator. Okay. Also, da ist das Terminal. Ist alles unsere Wäsche, die hier rumfliegt? Wahrscheinlich, ne? Inspector, I understand you've visited the scene of the crime. Ja, okay, dann nimmt er auf Desktop auf. Alles klar, wir sind wieder im Spiel. Es ist alles noch da, wo es sein soll. Jetzt habe ich nicht gelesen, was er uns zu sagen hatte. War eine bedeutende kulturelle Ikone. Sie werden sie schmerzlich vermissen. Okay. It's the circumstances of her death that trouble me. Our spokesperson was murdered just before the grand unveiling of Spectrum Brown. If I belonged to a rival company, I'd be ecstatic. Stop. Please warn me before you provide me with unsolicited ideas. There are waivers you need to sign. Back to the matter at hand. Tell me about your investigation. Your discretion is appreciated. I admit, I'm beginning to feel more confident in this arrangement. Here, I'm granting you access through the gates to the orchards. You're officially authorized to see this investigation through to the end. There is one caveat. Cedric's being rather intransigent about letting you into the spaceport. Possibly he's trying to hide something. Possibly he wants to annoy me. Possibly both.
You have a lead to chase. Law speed, Inspector. Okay. Wir haben Zugang. Ich mache mal ganz kurz nochmal einen Cut an der Stelle hier wegen der Aufnahme gerade. Bin gleich wieder da. Ja, jetzt nimmt er wieder im alten Dateifahrt auf. Keine Ahnung, was heute los ist. Auf jeden Fall, jetzt ist alles wie immer. Er nimmt auch auf. Ich sehe das hier. Tonspur läuft auch. Keine Ahnung, was das sollte. Aber es geht nichts verloren. Das ist ja das Wichtigste. That's completely fine, Inspector. Hopefully you'll warm up to it. Now, I'd love to bring you to a floor of your choosing. Okay. Sollen wir mal auf die VIP-Gäste? Das geht nicht. Ich habe mir schon gedacht, das ging jetzt mal auch schon nicht. Ja, dann bring uns mal runter. Da kommen wir bestimmt auch noch hin. Felix nehmen wir wieder mit. Der ist unser Watson. So, das ging aber schnell. Flotter Fahrstuhl. So. Hier geht's zu den botanischen Gärten oder was? Ne, hier geht's raus, glaube ich, ne? Ja. So. Wir müssen zu den botanischen Gärten. Die sind quasi hinten. Oh, ist schön hier, ne? Jetzt, wo das Wetter ein bisschen besser ist. Ah, sieht wirklich interessant aus. Die haben hier eine schöne Zeit, die Leute. Da hinten sind die botanischen Gärten. Müssen wir wohl unterwegs kämpfen? Nein, ne? Ich gehe mal davon aus, hier ist nichts an Viechern. Gucken mal. Also ich denke schon, dass wir hier nochmal kämpfen müssen, aber ich glaube jetzt nicht gegen unterwegs ist hier gegen Außerirdische oder so. Da ist ein Sicherheitsbeamter, der müsste uns eigentlich sofort durchlassen. I hope the murderer is caught soon. Hoi, 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 richtige Hängebrücke, hör mal. Die lassen uns durch. Es ruckelt gerade auch ein bisschen. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Irgendwie ist gerade so wieder so ein bisschen der Wurm drin hier in der Aufnahme. Ich weiß nicht so ganz warum. Hoffen wir, das wird sich jetzt in den nächsten paar Minuten mal ändern. Sonst muss ich da mal gucken, was da der Fall ist. Ja gut, jetzt sehen, was hier gerade war. Normalerweise speichert sich das alles in dem Aufnahmeordner die Outer Worlds automatisch ab, wenn ich die Aufnahme starte. Aber diesmal war es erst auf Desktop. Dann habe ich es erst nicht gefunden auf Desktop-Aufnahmen. Und jetzt ist es doch wieder in der Outer Worlds-Aufnahmen. Keine Ahnung, aber wenn es jetzt so bleibt, ist ja alles gut. So. Moment mal, wir gehen zu unserem Schiff. Ne, es ist nicht unser Schiff, oder? Nur so weit zu den botanischen Gärten. Ist doch unsere nächste Mission, ist doch... Purpleberry Obstgarten. Ne, die sind dann da oben. Ein bisschen hier umgucken. Ich glaube, alles, was wir hier mitnehmen, wäre Diebstahl, ne? Müssen wir ja nicht. Greifen die uns an? Heads up, Boss! Jo. Warum attackieren die uns? That's what you get! Dürfen wir nicht hier sein? Hier sind Plünderer? Ich bin jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht gerade, dass hier Plünderer sind. Ich dachte, wir wären hier von Plünderern verschont. Can we do that again? Warum sind hier Plünderer?
Das ist doch hier eine 1A, ne? Eine 1A Hotelanlage. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass wir uns hier gegen Plünderer beweisen müssen. Dann sollte ich mal schleunigst kurz meine Waffen ein bisschen ändern. Zudem bin ich auch so einfach auf den Möter hingegangen. Ich dachte so, ja, da tut mir ja schon nichts, ne? Ja, aber ich glaube, Rüstung muss ich jetzt nicht extra tragen. Das waren jetzt wirklich nur ein paar Plünderer. Merkwürdig. Aber ich würde einmal meine Waffen wechseln. Zumindest mir eine Handfeuerwaffe noch mit auf der Brust geben. Was hat die für einen Schaden? 321, das ist schon mal gut. Und wir gegen die erstmal austauschen. Nehmen wir die dafür, weil wir tatsächlich nicht mehr so viel Munition haben für die Maschinenpistole. Und die hat ja eine 300er Schaden, das auch nicht schlecht ist. Ich speichere mal einmal ab. Dann gehen wir weiter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier, dass wir hier gegen Plünderer kämpfen direkt. Dass es hier früher oder später mal zu so ein paar Stand-Offs kommt, damit habe ich schon gerechnet, aber direkt hier schon. Na gut. Vielleicht habe ich auch gerade irgendwas im Eifer des Gefechts, als ich gerade die Aufnahmeprobleme hatte, irgendwas überlesen, dass er meinte, auf dem Weg treffen wir Plünderer. Keine Ahnung. Ich war auf dem richtigen Weg. Hier haben wir noch Munition. Schlafen müssen wir, glaube ich, erstmal nicht. Timeline discrepancy detected nearby. Ei, warte. Was sagt er? Wir sollen einmal den, achso, können wir einfach so auswählen. The garb on this security guard identifies him as a member of the Rizzo's corporation. His rank would have been that of jawbreaker or higher. This security guard has experienced premature expiration. Evidence strongly suggests a conflict with marauders. Ja, ist doch schon mal gut. I doubt Rizzo's would ever shed a tear over him. Ja, aber wir machen das dafür. Okay. Inwiefern das jetzt für uns ein Hinweis ist, vielleicht weil wir vorher die Plünderer gar nicht hätten gefunden. Das heißt, wir wären hier runtergegangen und hätten dann die Plünderer erst gefunden. Wa? Sind wir der ganzen Sache ein bisschen zuvor gekommen, weil wir so herrlich aufmerksam sind. Oder hier sind noch welche. Weiß ich nicht. Timeline discrepancy detected nearby. Ach, ich bin auch doof. Ich kann einfach die Luft hier auswählen. Okay. Hier schon mal nicht. Hier ist nur Munition. Hey, Crew C. It's Amelia. Evan must have gotten into the spectrum in these crates. Listen to this. Come out! Come out to play! Wow, he's having a grand old time. I'm gonna take him to A2 under the hotel so he can sleep it off. I'll meet you back at the orchard straight after. See you soon. Evan, come on, you slackwit. Aha. Ei, was ist jetzt hier? Ein Maschinengewehr brauchen wir noch nicht. So. Ist das jetzt schon der Hinweis gewesen, den wir finden sollten? Beep, beep, sagt er immer, ne? Werkbank gefunden. Hier ist noch was. Timeline discrepancy detected nearby. This guard also expired prematurely, following a violent encounter with marauders. Okay, das bringt uns nicht viel. Zwei wurden anscheinend niedergestreckt hier.
Das scheint jetzt kein Hinweis mehr wert zu sein, aber hier ist noch so Security eine... Officer Danvers, nightly report number 27. No sign of trouble, but I'm on the lookout. If it's out there, I'll find it. Wait, I think I see someone. Approaching now. Excuse me, sir or madam. I require your participation in my nightly security report. Ja. Da haben sie ihn dann erwischt. Hoppala. Gehen aber tief runter. Gucken wir jetzt hier noch ein bisschen weiter, ob wir noch irgendwas Schönes finden. Das sind nur Pilze. Die Tricks sind immer gut hier. Kann man aufnehmen. Das brauchen wir nicht. Was ist los, Felix? Langweilst du dich oder was? Alter. Kann man gebrauchen. Nehmen wir auch mit. Gucken wir mal hier. Blaues Blut. Oh, hier führt was rein. Ja, so ein Tresor ist hier. Waffen. Teile. Wieder die Spitzen. Die können wir nicht aufmachen hier. Leider Gottes. Dafür haben wir nicht die nötigen Skills. Feuerzeug. Energiezellen. Achso, das war nie, ist egal. Hier ist aber sonst nichts, ne? Wir können auch einmal unseren Kumpel Detective hier zur Rate ziehen. Hier scheint aber sonst nichts zu sein. Ich habe gerade überlegt, also wir machen es mal ganz kurz anders. Ich lege die Waffen nach vorne. Oder zwischen einer Pistole wechseln können. Habe ich irgendwas übersehen? Ich denke nicht, oder? Wir folgen der Route weiter. Hier ist noch so ein Raumschiff. Oder was ist das? Ui. Schöner Arc gehakt hier gerade, ne? Gucken wir da hoch. Das scheinen die botanischen Gärten zu sein. Irgendjemand eine Knarre raus für alle Fälle. Nicht, dass wir wieder überwacht. Nö. Hier scheint das Leben zu blühen. Well, well, well. Oi, oi, oi. Rizzos. Welcome to the Purpleberry Nut Hut, you wonderful, wonderful customer. Thank you for giving my humble existence value. Fuck, was I wächst can't denn tell aus if she's ihrem... happy or dying on the inside. Was wächst denn aus ihrem Hals? I sure am. Good lamps you got on you to take notice. Da, danke. Oh, that? I call it my little passenger. I don't know why. The name just appeared in my head when this thing showed up on my neck. Don't you dare! Or I'll cut something off you! Gosh, I'm sorry. I don't know where that came from. I just felt this urge to protect my little passenger, even if it means hurting you. Okay. Couple of days. Ever since it showed up, I've been feeling happier and happier. I really can't imagine life without my little passenger. I don't know. It just appeared one day. I guess I just picked it up while working in the orchards. Okay. Sometimes I wonder how it showed up, and I start to worry. But worrying feels bad, and I hate feeling bad. So I don't worry about it. Now I'd love to get you something. Maybe a couple somethings? Whatever you like, I can sell it to you at a low, low price. I'm so glad you asked. The orchards are my third favorite subject.
with my first being Rizzo's refreshing drinks and my second being Rizzo's toothsome confectionaries. Our orchards are the source of 63% of Rizzo's total produce, which correlates to 112% of fresh goods throughout all of Halcyon. Give or take a few percent, of course. If you want to know more about each part of the orchards, might I recommend one of our fantastic tours? One of our options is even audio-guided as a special bonus feature. Oh, I'm so glad you said that. Our tours are my fourth favorite subject. Every part of the orchards is so rich with Rizzo's lore. Buy a tour ticket and anoint yourself with knowledge. Lass mal lieber. I'd say that's a shame, but I'm just too delighted to be talking to you. No, I'm sorry. The only celebrity who shopped recently is Black Hole Birdie. Quite the affable man, as it so happens. And the stories are wrong. He could probably lift 2 benches of tossball players at once, not just one. Laws, not just affable, but virile, too. Ooh, wait a minute. Now that his beau's dead, that means Birdie's single. Maybe I'll strike up a little more than conversation the next time he comes by. Okay. So. Hey, that's a swell idea. Terror on Monarch was so romantic. Thanks for the suggestion. Sadness is a big old waste of time. Besides, the sooner I start courting him, the sooner we can both be happy. Alter Schwede. Die I Touroption. never get tired of talking about... We have 3 tour options. Premium, Premium Plus, and the Golden Ticket. Each option is wonderful in its own special way. Premium includes a 10-minute pass to the Sprat Petting Zoo. Premium Plus comes with a novelty Purpleberry and Amber. And the Golden Ticket is audio-guided in addition to being self-guided. Sollen wir uns so ein Ticket mal kaufen? Which kind would you like? You're in luck. We have 1 left. Normally they're 100 bits, but seeing how I'm sold out of everything else, I can give it to you for just 90. How does that sound? Nehmen wir mal. That's great. Thank you so much. Weirde Frau, würde ich sagen. Wir haben ein Ticket gekauft. Finde eine Spur. Wir haben ein Ticket gekauft. Das ist immer mal gespannt, oder ist es im Inventar? Ich muss mal immer ein bisschen gucken. Im Inventar irgendwie versteckt jetzt. Das goldene Ticket. Goldene Ticket. So. Was gibt's hier? Maybe I could hold up my end if your people weren't sabotaging my operations. And if sabotaging the orchards weren't enough, you had to make it personal. You really had to bust my Insta coffee maker too? The nerve. Hold that asinine thought. Who was this armed stranger who just wandered into your office? Back up for a fight you can't finish? What the hell are you talking about? I don't know this fella. I think it's mightily more likely that he's under your payroll. Here to burn down what you haven't already. I see. Just a visitor, then. Congratulations, Hathaway. Not everyone's abandoned your orchards. Well, shame that you're trying to change that. Anyway, sorry for the heated reception, stranger. There's just been some trouble here of late. Name's Overseeing Orchardist Hathaway, and I'm in charge of these orchards. Though it seems like certain groups, which will remain unnamed, are trying to change that. Looks like I'm stuck playing the part of customer service rep. Guess it's
different from the usual, at least. Something I can do for you? Ich würde erstmal die Sabotage ansprechen, ne? Yeah. Just another woe to add to the pile. In the past, the Orchard subcontracted security work from Slug. You know, keep the malcontents on staff from causing too much trouble. But between the Spectrum Brown unveiling demanding all of our resources and the recent uptick in worker accidents, we just ain't got the budget for security. And, of course, Slug has decided that instead of being reasonable, they're just gonna sabotage our operations until we start paying them again. Look at the poor Rizzo's manager, lying about Sublight to make himself feel better. Shame he skipped where Rizzo's were short on our payments months before the new unveiling. Look, at the end of the day, it's obvious that Slug is sabotaging us. I ain't paying until they come clean. Oh, you know, nothing particularly troublesome. Just rogue exterminator mechanicals, opening fire on anything that twitches within 300 yards of them. We've also got a large group of new saplings, all dead from some kind of toxic substance. Poison, I'd guess. And who could forget the tower processing console, which probably just shorted out and stopped working on its own, even though it's outfitted with 3 separate backup systems? There are a suite of explanations for what could have happened, most pointing to Rizzo's worker incompetence. My people didn't sabotage anything. Thank the law, some good news. You hear that, lapdog? Truth's coming. Better fess up while you still can outside of an interrogation room. While I'm sure you'd love to have a scapegoat on whom you can pin your own incompetence, I suspect you'll be disappointed. But what do I know? I suppose it's up to your new hiree. Ja, Moment mal. Diesen Seitenauftrag You're machen wir back, später. I think it's more of a wonder that nothing in these law-forsaken orchards has managed to kill them. How's the investigation going? You got a complete report for me yet? Nein. Yeah. Should have figured as much. There's something else you need to know? Ja. Ich würde noch über den Mord sprechen. Ich dachte, wir könnten Got a jetzt... lot Das of ist ein dead bisschen saplings ärgerlich. that'll cost us a lot of bits. I've got a feeling someone poisoned them somehow. The mechanicals were hacked. They're pretty much running amok. If you could keep from destroying too many, I'd be obliged. Would save us a lot. That said, you might want to be careful. Those things are built to take on waspkitos, and waspkitos are generally tougher to kill than people. Just something to keep in mind. Na super. Robotereinheit. The tower processing console is completely fried. Whoever took it out must have used some kind of explosive. Wie es aussieht, You're back, I see. I think... How's the Well, so... There's something... ja, aber nichts, was uns noch weiterbringt, was ich mit dir besprechen könnte. Okay, wir haben also noch ein paar Aufträge hier in den Gärten zu erledigen. Und wir haben das Tagebuch. Das Tagebuch, wo ist denn hier Aufträge? So, finde Helens Spur müssen wir finden. Ich würde sagen, darauf konzentrieren wir uns erstmal. Und danach machen wir hier die kleinen Nebenaufträge von ihm. Wir kümmern uns jetzt erstmal Never knew purple berries grew on trees. Guess you learn something new every day. So. Timeline discrepancy detected nearby. Da sind die Spuren. These footprints match the shoes previously analyzed in the Grand Ballroom. There is a 110% chance with a 10% margin of error that they were left by Ruth Bellamy, the actress known as Halcyon Helen. Jetzt habe es. Okay. Ach,
klar. Did you find something? Wow. You sound just like Agent Khan when he's on the case. Okay. Wie es aussieht, ist da hinten. Und da hinten weitere Hinweise. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. So, weiter können wir die nicht analysieren. Aber hier ist wieder was. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Das ist nur Süßkram, den brauchen wir nicht. Timeline discrepancy detected Me? nearby. I'm pleased as pie. Hey, What could was that willst have du? been? Kann ich dir helfen? Heads up! Okay. Die drehen ja komplett durch. Die haben diese scheiß Dinger da, ne? Trying to infect me with your sorrow? Let's go. No fun. Oh, die werfen mit der Scheiße. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Mit der Pistole kommen wir hier nicht weit. Wir brauchen eine andere Waffe. Wie viel Schaden macht die? 321. Oh. Kein Lust, schon wieder das Maschinengewehr auszupacken, weißt du? Real funny. Giving me the chuckles, you are. Don't let up. Wanted to make So. you smile. Ja, das müssen wir näher ran. Oi, oi, oi. That was fun. Das sind ja Zombies gewesen, Alter. Die haben gut was geschluckt, hör mal. Krass. Das passiert also, wenn man diese komischen, glücklichen Begleiter, glücklichen Passagiere zu lange in sich trägt, wie es aussieht. Wir haben ein kleines Waffenproblem. Die können wir jetzt mal ausprobieren hier. Die probieren wir gleich mal aus. Da haben wir auch genug Kugeln für und die haben ein bisschen mehr Schuss. Okay. Da hinten scheint es weiterzugehen. Später kümmern wir uns mal um die Nebenmission. Hier. Was hier groß sabotiert wurde. Aber erstmal. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Okay. Hier liegt jemand. Nehmen wir mal mit. Leichtes Maschinengewehr, wie viel Schaden macht das denn? Ey, okay. Das haut rein. Timeline discrepancy detected nearby. Ich kann einmal die Waffe gleich mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Die Sorge, dass hier gleich ein Viech um die Ecke kommt. Stand in awe before our huge Rizzo's Hothouse Conservatory trademark. This building hosts almost as many plant breeds as we have delicious products. Almost. Are you wondering about that omnipresent warm and fragrant mist? That's just our all-natural fertilizing spray, made of pureed Sissy Pig waste products. From nature, back to nature. Our spray is part of the cycle of life.
Rizzo's discourages inhalation of its safe and natural liquid fertilizer. In case of accidental inhalation, please record any unusual effects and give that record to the nearest Rizzo's employee as quickly as possible. Remember, you are part of the Rizzo's family. Be kind to your family. Alles klärchen, Pärchen. Machen wir auf. Hier sind weitere Timeline Hinweise. discrepancy detected. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Sprechen wir mal mit dem Kollegen hier. Hey, what are you doing in here? Are you authorized to be in the conservatory? Are you trying to give me a heart attack? Are you my ex-wife? No, she fell off the side of Eridanos under mysterious circumstances 6 years ago, conveniently rendering our marriage contract null. You must be the new, groundskeeper? That can't be it either, seeing how the new one hasn't died yet. Just who are you? An inspector. Well, I don't think you'll find any evidence here. You're welcome to ask what you want, seeing how I figure you would anyway. Bleeding hell. Standing up like this makes a body forget how stiff it gets bent over plants all day. Oh, seems I'm not as young as I feel. Indeed. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. Good thing none of my charges were damaged. Starlet or not, I would have had a harsh word for her. I heard she pushed her way into a tour of the RR&DD labs not soon after. She's just a serial actress. Yet she acts like she's deserved of the same access as a co-CEO. Well, she's not going anywhere ever again. Which is a shame, of course. Taken too soon and all. I sit inside and I look at plants. Goal is usually to make Rizzo's fruit products hardier and sweeter, but for every success, there are a couple of hundred failures. Example, tried breeding native tripicale with a foreign strain. Would have called it hexticale. In the end, it bred so fast, workers were swallowed up before they could harvest it. That one, I think, can be attributed to the waspitos. Some lament their irritability, but their productivity is unmatched. What's a few dead workers in the architect's designs? You mean you don't know? Why, they're only Rizzo's brilliant solution to the problem of pollinizing crops while simultaneously protecting its investments. They come through the orchards only during pollinization cycles, as dictated by our hive control operators, which means that visitors usually aren't on the receiving ends of their stingers. Könnte es sein, dass die irgendwie damit zusammenhängen, mit den Dingern an deren Hälsern? Waspitos only pose a danger to enemies of Rizzo's and the occasional clumsy worker. Yeah. Those risks are well worth it when you consider their value as a self-protecting investment. Besides, they aren't as dangerous as they seem, unless you're caught outside during a pollinization cycle. Then you'll probably get stung to death. Even then, a hive control emergency recall system ensures that only a handful of workers will die in the event of a breach. Rizzo's has just about thought of it all. Ja, hier will ich ja gerne arbeiten. Das scheint Wespen zu sein. Die haben nicht groß was, glaube ich, damit zu tun, mit den Dingern, die Leute an den Hälsern haben. Congratulations, Inspector. You've discovered... Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Sonst ist hier nichts, ne? Schwere Munition.
geht's hier weiter. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Was war das denn hier? Na, irgendwas Süßes brauche ich nicht. Da ist noch einer am Liegen, hör mal. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Und da geht's wieder weiter. Hier haben wir noch ein paar Spuren. Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the Kammerjäger-Einheit. deceased Ach actress known as nein. Halcyon Helen. Roboter. Dann wollen wir mal gucken, was das scheiß Maschinengewehr hier austeilt. Oh Gott. Den hätten wir gar nicht töten müssen jetzt gerade. Das ist das Problem, wenn man ein Feindbild hat. Ah, die ziehen aber gut ein hier. Boah, die schlucken, ne? Hammer. Boah, was die schlucken, Alter. In one piece? Ey, sorry, Mann. Ich wusste nicht, dass du nicht böse bist. Ich habe halt ein Feindbild, was Roboter angeht. Tut mir leid. Ja, ich habe ja auch panische Angst vor Robotern. Darf man nicht vergessen. Muss man wissen, quasi. Oh ja, gut geschluckt. Zum Glück haben wir hier Munition ohne Ende für die Waffe, ne? Widerstandsfähig, die Schweine. Timeline discrepancy detected nearby. Nee. So, auch nicht. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Das ist so eine Einheit. Timeline discrepancy detected nearby. Das ist so ein Affe. Hier sind ganz viele von diesen Affen. Jetzt geht's aber los hier, wa? We're one with the shadows, boss. Hier. Die davon ist nichts, die Einheit. Okay. Right, let's dance. Oh, wow. Boah, die schlucken ja hier alle. Ohne Ende. Alter Vater. Das ist ja eine Gegnereinheit hier, ne? Leck mich am Arsch, Alter. Ey, wo gehen die hin? Ich glaube, wir brauchen was von denen, ne? Wo gehen die denn hin jetzt? Warum verpissen die sich? Ich glaube, wir brauchen was dafür von unserem Anzug. Da sind sie doch. Machen sie wieder eine entspannte Pause oder was? Oh, jetzt sind die wieder voll geladen. Okay, die machen wir jetzt auch noch platt.
fressen die, ey. Ei, ei, ei. Die fressen. Okay. Wir gehen wieder auf unsere Detektivfechtstation. Der guckt aber ungünstig hier. Ungemütlich sieht das aus. Hier geht's weiter. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Guck mal hier. Halcyon Helen. Da wachsen die Pilze schon aus dem Typen raus. Da geht's weiter. Hölle, Hölle, Hölle. Das war aber... Gamm. Timeline discrepancy detected nearby. Ach, guck. Ein Date? Eine Zugangskarte zum Laborenteilung. Lesen. Okay. Guck mal. Müssen wir zurück ins Labor anscheinend. Wo ist denn das Labor? Ist es auch hier oder ist es da ganz hinten? Ja, das ist direkt hier, okay. Mal ein bisschen umgucken hier. Da hatten sie hier ein schönes Date. Wahrscheinlich sie und ihr Lover. Die hören wir uns mal an, bevor wir uns auf unsere anderen Aufgaben hier konzentrieren, die wir hier noch haben. Hölle, das ist aber ein Kampf gerade. Ach nein. Ah, fuck. Wo seid ihr denn? Dann zieh doch mal langsam mein Ding an, hier meine andere Rüstung. Scheint dann doch ein bisschen heftiger hier zu werden. Wo ist denn meine Rüstung? Die ist uns noch ab 18. 36, 38er Rüstung. Und dazu, was ist denn das für eine? Die Kolonistenrüstung, ist die so stark? Ich hätte noch eine bessere, oder? Die? Das war die. Da hatte ich so ein paar Dinger mit drauf. Zack. Ja, mach mir das sofort. Tja, das hat gezogen, wa? Bloß nicht den Kopf verlieren, sag ich da. Bloß nicht den Kopf verlieren, Leute. Oh, Felix, ich denke auch, wir sollten hier besser in Rüstung rumlaufen. Ach, du hast keine? Ja, dann. I don't know if you're keeping count, but I'm pretty sure every lab in this colony's got some horrible experiment going on. And yeah, I'm counting Doc Wells too. Ab ins Labor. Da ist er, die Gute. Sieht hier wieder so ungemütlich aus. Hello? I can hear you out there. If you still possess the majority of your mental capacities, please locate the test room through the lobby and to the left. You'll see me through the glass. Sollen wir das noch eben machen? Machen wir noch eben, oder? Bevor wir den Part beenden. Da muss man mal, was sie zu sagen hat. Hey. Stoßpistole, was hat die für einen Schaden? Nicht schlecht. Ey, wir holen hier ganz schön auf, ne? Was Schaden angeht, finden wir ganz schön starke Waffen.
Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Meine Terminal, Nachrichten. Hacken können wir den nicht. Aha. Okay. Dann. Da steht sie! How in the aether did you get in here? You're not a Rizzo's authorized. Oh, void it all. What does it even matter now? What do you want? Speak up and quickly if you will. Mhm. You do know that Halcyon Helen is a fictional character portrayed by the late actress Ruth Bellamy, yes? One can't be too sure with so many simpletons around in the day-to-day. Regardless, I am not at liberty to divulge such information with non-employees or personnel lacking security clearance level Spectrum Orange. Of course, if you were to say, contract your services to me, I suppose I could grant you clearance enough to answer your murder-related questions, Mr. Inspector. You see, I've found myself in a bit of a pickle. Some of my lab techs have turned rather aggressive following a recent experiment gone awry. Hence why I've barricaded myself in the lab. Okay. Oh no. They're quite unaware of their actions, I'm afraid. We're a research and development branch of Rizzo's, focused primarily on the Spectrum vodka line. But the specific research that goes on in this facility is utterly confidential. You understand? So you've no qualms about snooping through my precious research files. But will you understand the data once you've acquired it? Essentially, we research new innovations for an array of Rizzo's products. My present troubles stem from one we've just developed. The product's potential for profit is nearly limitless. But I'm afraid explaining the science behind it would far exceed your capability for understanding. Ja, okay. Now, was there anything else? Ich überlege gerade, ob wir jetzt sagen sollen, helf uns einfach oder, Excellent. You have my gratitude, and soon you'll have my knowledge of Miss Bellamy's recent visit as well. Now, if you'd rather not kill my lab techs during this cleanup, I believe you can dispense a sedative gas from a terminal in the utility room. Still ain't a fan of the way she talks about her workers. I say, we prove her wrong, and find a way to save these people. Hatte ich auch vor. The door to the lower labs is sealed for our safety, so you'll need to take the elevator down. I'll unseal the access hallway for you now. Do take care. Wir werden versuchen, die Mitarbeiter zu retten, so wie wir sind, ne? Also, meine Freunde, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier, Let's Play The Outer Worlds auf dem SadPizzaDude. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Warum habe ich hier die ganze Zeit rote Feinde, die mir angezeigt werden? Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Teil Let's Play The Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja, schaut auf meinen Kanal vorbei, da gibt es jede Menge andere interessante Videos zum Thema Videospiele und Let's Plays. Bis dahin und tschüssikowski.